Freunde und willkommen zurück zu The Witcher-Reihe, wo wir im Blood and Wine DLC angekommen sind vor einiger Zeit. Und wir wissen, wir haben zum ersten Mal okay, ich habe vergessen, wie anfällig Geralt gegen Fallschaden ist. Wir haben den Bösewicht Detlef, heißt er, glaube ich. Detlef, was? Kennengelernt und Regis wieder getroffen. Und mit dem wollen wir uns eigentlich auch treffen auf dem Friedhof. Wer hätte es gedacht, bei einem höheren Vampir. Aber vorher wollen wir noch 2, 3 Kleinigkeiten erledigen. Zumal da irgendwie gerade Palmarine vorbeigelaufen ist. Ein Freund von uns. Und ja, gucken, ob der irgendwas erzählt. Und vielleicht sterben wir nicht beim nächsten Mal direkt, wenn wir hier diesen Ladebildschirm endlich mal vorbei haben. Die fucking lang sind in Blood and Wine. Das ist unglaublich. Also, jo, läuft, ne? Ja, stimmt. Ich hab mich noch kurz ausgeruht vorher. Weil wir hatten keine Tränke mehr. Und das ist nicht so cool. So, wenn ich halt jetzt mal nicht, also springe ich jetzt mal nicht darunter. Interessanterweise taucht hier Palmarine nicht When I auf. think of those days of yore, ere fate had bound my Geralt, life. salutations, Witcher. My heart weeps to So, think ich will mal eben kurz gucken, was das da oben für ein Symbol war. Das da links. Dieser Rittershelm. Eventuell. Sir! A letter for you, sir! Letter? Who from? Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. Na komm. Here. And thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be of service again. Dearest. I suspect weighty affairs, rather than merely the wine festival, have drawn you to Toussaint. Perhaps you'll find time to probe a certain matter in spite of this. I recently came across the mention of one Professor Moreau, a scholar in Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. Though the details are rather murky, as is the location of the scholar's laboratory, his journal could contain more information. It lies buried with him in his tomb. I enclose a map I found in the book I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. Genau auf I diesen felt Brief this hab ich matter gewartet. could prove of some importance to you. Thus I dispatched this letter without delay. Whatever you decide, please take exceedingly good care of yourself. Your Yen. A professor who studied Witcher mutations. Might actually be worth looking into. Oh ja, das wird es by the auch. horrid beast. Milton the So, Peyrac das wollte ich aber to his own gerade nicht gucken, sondern jetzt wirklich der Kamera. Okay, das ist nicht der ich dachte. gone to hunt Na gut, da unten war aber noch eine Quest. Eine Blood and Wine Quest. Oder ist das gleiche? Ja, ich weiß. Fallschaden. Ja, es scheint der gleiche gewesen zu sein. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Na gut, dann gehen wir als erstes mal zum Anschlagbrett. Und dann... Ja, da ist der Friedhof, wo wir hinwollen. Ihr seht, es wird einiges für uns zu tun geben. Aber erstmal die klassischen Sachen klappern, sprich das und diese Transformationsquest wird so ziemlich das nächste sein, was wir angehen. Das kann ich schon mal versprechen, denn da werden wir Fähigkeitspunkte investieren können. They say a great deal about you, Witcher. So, da haben wir das Anschlagbrett.
Ah, und da ist der Großmeister Rüstungsschmied. Meisterschmied in Beauclair sucht tapferen Mann, um verschollene Schemas zu finden. Wichtig. Gehen wir auch, wobei das werden wir wahrscheinlich sogar als nächstes angehen. Ankündigung eines Faustkampfturniers. Starker Mann, denkst du, dass du unbesiegbar bist, weil du deinen Schwager vermöbelt hast? Gehen dir die Nachbarn aus dem Weg? Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du in den Titel des Faustkampfmeisters von Beauclair mitkämpfst. Besiege 3 Champions, bevor du die Ehre hast, gegen den Maestro selbst anzutreten. Beim Buchmacher in Saint-Sebastian bei den Docks. Bewaffnete Eskorte gesucht. Wir suchen bewaffnete und kampferprobte Personen, die uns gegen vernünftige Gebühr zu Forschungszwecken in die Albertushöhle begleiten. Die Ritter behaupten, die Höhle sei sicher, daher handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Beweise dich bei den Tugendproben. Werter Leser, die Jahre vergehen, doch alles Gute und Schöne braucht noch immer Verteidiger. Kommt auf die Insel im Lac Chevalier und teste bei den Proben deine charakterliche Eignung. Bestehst du, sollst du belohnt werden. Radau auf dem Friedhof. Da sich vom Einwohnerkomitee keiner zuständig fühlt, setze ich das Schreiben nun selbst auf. So kann es nicht weitergehen. Dieser höllische Krach auf dem Friedhof macht uns alle verrückt und keiner unternimmt was dagegen. Ich weiß, dass wir es alle hören. Selbst Madame Bouquet hat berichtet, dass der Lärm sie die ganze Nacht wach hält und sie wohnt weiter vom Friedhof entfernt als wir alle. Falls es einen Hexer gibt, der diesem Geschrei, Gejammer und Gezänk Ende bereiten kann, bezahle ich ihn aus eigener Tasche. Einfach im Schlauberger nach Charles Lanzano fragen. Das bin ich. Und ein diskreter Spezialist ist gesucht. Fachmann, der das Mysterium Reginald de Aubry's Denkmal untersucht. Anforderungen höchstes Arbeitsethos, absolute Diskretion und Erfahrung mit übernatürlichen Umständen. Außerdem wünschenswert tadelloses Auftreten, ästhetisches Empfinden, Kenntnisse in moderner Bildhauerei. Nox à la vie. Might be worth looking into. Ja, aber als erstes gehen wir den suchen, weil der ist nicht so weit weg. Und danach gehen wir die Transformation ab. Denn da freue ich mich drauf. Disperse! The exhibition of the regional dog Romanen will remain closed until further notice. Ja, das Closed? das Why, haben wir. we wrote an entire day to see it. You're a cheat. Die Quest mal auch. So, hier haben wir Lafargue. Greetings. A Witcher from the School of the Wolf, here in Tucson. Greetings. I'm Lazar Lafargue. Geralt of Rivia. Seem pretty enthused. Got a job for me? Rather. Mind you, it's no monster hunt, but I'm sure you'll be interested all the same. I'm an armorer, see, and I've for years sought diagrams for Witcher armor of exceptional quality, Grandmaster level. Heard of them. Never seen any, though. Thought they were lost. Not quite. For I've been lucky enough to learn that their holders came to Tucson. Alas, they then perished, but I know where. I just need a partner to help me retrieve them. If you know where to look, why not get them yourself? No offense, but do I look like a rough-hewn adventurer? Besides, who would serve my clients while I romped about seeking them? No, I rather leave it to someone familiar with such matters. Bring me the diagrams, and from them I'll forge for you whatever you fancy. Das klingt doch gut. All these diagrams somehow wound up in Tucson? How is that even possible? Tusa was once home to Tiensail, a legendary and now deceased elfin master armorer. Witches from all corners of the world came to him to forge their plate, their mail. Heard about him. Supposed to have been the best. And thus he charged the king's ransom for his work. Witches would take difficult, dangerous work to earn the coin to pay him. Some, alas, met with misfortune, and the diagrams they carried were left to rot with their earthly remains. Got it. Find them, find the diagrams. But how can I know where to look for their remains? As it happens, I learned my trade at Jensail's side. So I heard the stories of the missing witches firsthand. What he told me, well,
that is what discouraged me from seeking the diagrams out myself. We Erzähl doch must einfach strike a deal. I shall tell you all I know. In return, once you found the diagrams, you will let me draft a copy. Okay. Where do I look for these diagrams? I know of 5 likely fallen witches, each from a different school of the wolf, griffin, cat, bear, and manticore. Which should I start with? Die Katze, weil die will ich auf jeden Fall haben. Let's talk about the cat. A year ago, Bartolome Delaunay, the ducal armorer, asked me to confirm the authenticity of a Witcher diagram he had received by messenger. You see, at the time he was working on new armor for the ducal guard. A Witcher from the school of the cat offered to sell him diagrams for a full set of gear. The diagrams would have been helpful indeed. The diagram you saw, was it really a Witcher diagram? Beyond any doubt. It's a shame Delaunay didn't let me draft a copy. He was quite shaken up, afraid the Witcher might simply kill him and take his coin. Possibly a well-founded fear. Soon after, Delaunay disappeared without a trace. I would have searched his former home for clues, but it has fallen into disrepair, and it is simply too dangerous there. Na dann, egal, die anderen. Tell me about my brother, the wolf. His name was Aton. I remember him well. My master liked him, helped him find a safe, yet a well-paid contract. A few years ago, an archaeological expedition arrived in Toussaint from Castel Gropia. They questioned my master about the elfin ruins at Termes. He warned them of the danger there and recommended they take Aton as an escort. What kind of danger did he mean? Any idea? Legend claims wraiths haunt the chambers beneath Termes. I cannot say if there is any truth to this, but both the scholars and the Witcher disappeared without a trace. Na super. The Griffin. What can you tell me about him? He came some 200 years ago, but my master remembered him well. This Witcher was not stripped of emotions, you see, as his colleagues were. He had taken on a contract at Fort Usa and required better gear. He showed my master his diagrams, paid a deposit, and was never seen again. Apparently he rode off one night from the fort, never to return. Any idea where he went? No, it said he left in a rush, so he may have left something behind. Only ruins remain of Fort Usa, but you may wish to search them. Tell me more about the bear, can you? He appeared shortly after Master Tiensail took me on as his apprentice. I remember the bear-head medallion that hung from his neck. I remember a towering witcher who haggled like a fishwife. Witchers never have too much coin. True, this one clearly was not wealthy. But he pledged to bring us coin after he completed a contract at the Tufo vineyard, where a building had just collapsed. Time passed, the bear never showed, and my master sent me to the Tufo estate. As it turned out, the Witcher had indeed accepted a job. Yet that was all they heard of him, and that is all I know. School of the Manticore. Probably know the least about it, though once, long ago, wore some armor forged there. My master said the Manticores have their fortress in the Far East. A century past, one of their number came to him, a witcher named Merton. He made a poor impression on my master. He stank like a dwarfen still, and quarreled fiercely all the time.
Tiensail slammed the door in his face and told him to return when he sobered up. He would conduct no business with a drunk. The Witcher, however, failed to return. Folk say he got into a booze-fueled brawl with the ducal guard. He was arrested and sentenced. Bastoy prison, where he was held, well, it's been a ruin for years. Still, you may want to start your search there. This elven master, how'd he end up taking a human for an apprentice? My father forged armor. As a youngster, I helped him, then began forging my own pieces. Master Tiensail saw my work and offered to take me on as his apprentice. Only now, years on, do I realize the honor that was. Alas, my master perished in a massacre later, slain by racists. Though he taught me everything he knew, I did not manage to complete the guild's requirements for Grand Master while he lived. I know I have no equal in the trade. Yet, until I complete Witcher armor of Grandmaster quality, I shall never be certain I've become my teacher's equal. Na, da helfen wir dir doch bei. What do you have on offer? So, bei dem können wir, wer hätte es gedacht, Rüstungen kaufen. Aber, nichts, was wir brauchen. Die Sachen für Plötze sind nicht verkehrt. Können wir uns verschiedene Sets für kaufen. Aber ist sogar besser. Sachen. Nehmen wir doch wenn dann das ganze Set davon. So, vielen Dank. Ups. Den Sattel darfst du noch haben. Was ist das denn? Hast du die Trophäe von Goliath? 5% Bonuserfahrung bei Monstern. Ja gut, die haben wir schon drin. Ihr seht, der Kerl hat Kohle ohne Ende. Das ist mal Färbemittel. Achso, das ist die Lösung. Ja, hier können wir uns die Reparatursets nochmal kaufen. Teilweise zumindest. Aber sonst hat der nichts, was wir brauchen. Das kannst du mal eben noch machen. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Farewell. Good luck on the... So. Doof. Beware of the beast. Turn your Ja, da haben wir die ganzen Schatzsuchen. Wie gesagt, die werden wir als erstes angehen, aber vorher Transformation. So, dafür müssen wir als erstes auf dem Stadtfriedhof nach seinem Grab suchen. Gut, dass der nicht so weit weg ist. Moment, da ist noch eine Quest. Weiter oben. Jo, hier irgendwo eine Treppe nach oben. Ja, die. Wer ist da und was möchtest du? Whose notion of order is this? Geralts Albtraum. What's this about? Achso. The notice, is that it? Are you a Witcher, Master? Noises at the cemetery. You the one they bother? Yes, yes, and I'm alone in that, it seems. That is, no one else has bothered to take any steps, though all must hear the racket. I took the matter up with the Ducal Guard. They claim they found nothing, but I'm not sure they even bothered to look. What's left for me to do? Should I sniff about the cemetery myself?
Kümmern wir uns später drum. Sorry, can't help. Then why the devil's notion of order is this? Why doesn't someone do something? No, Pecorito. Achso. Ich dachte gerade, ich hätte die Quest dadurch direkt abgebrochen. Das wäre ein bisschen hart. Nee, das ist eine Sache, die mich in Toussaint immer noch verwirrt. Dass plötzlich die Quests, auch wenn wir sie schon angenommen haben, an einem Brett uns angezeigt werden. Ist halt so ein bisschen... Nee. So, dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwo einen Grabstein finden. Fehlübersetzung, Missverständnis, Unglück. Okay. Quatscht er sich um Kopf und Kragen. Sammler von Hexerschwertern. Hatte nur eins, er hat sich wirklich bemüht. Ja. Was haben wir hier? Session aus einem fernen Land. So, kann man das Ding hier nicht lesen? Starb an den eigenen Ambitionen. Pierre vielleicht und Alexandra mag sein, kannten sich kaum, liebten sich umso tiefer. Ja, Thomas Moreau, Professor. Irgendwas Elfisches, was ich nicht lesen kann. Inscriptions in Elder speech. Salvation lies not in Dolnevde, but in our hearts. Damn, glory be to Professor's journal's long gone. Guess somebody else found out about it too. Should look around, see if I can find something else. Na dann folgen wir doch mal diesen Footprints, Fußspuren. narrow and shallow. Somebody's small, light. Woman maybe? Wonder where they lead. Damn it, trail breaks off. Wonder if the grave robber learned more than I did. Ja. Professor certainly can't do much to help me with my search. Won't learn anything else here. Map Jensen will have to do. Also, Epitaph mentioned both Ellerin and Dolnevde, Valley of the Nine. Dann gucken wir doch mal auf die Karte. Das sieht verwirrend aus. Hinweis vom Horn des Einhorn, Sitzurkunde von Coro Bianco, Zitation von Herzogin Anna Henrietta, die ganzen Quests. Okay. Und was soll uns das helfen? Someone needs an escort. Not something I do often, but might be worth investigating. Scheinbar hat Geralt so geholfen. Da müssen wir also hin. Okay, ich würde sagen, ich reite mal eben offscreen zu dem Dorf, was da in der Nähe war. Und dann sehen wir uns dort morgen bei der nächsten Folge Witcher 3 wieder. Bis dahin, ciao Freunde.